Für jeden Prozess in Sign können individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Zu finden sind die Prozesseinstellungen nach dem Hochladen des Dokuments über der Dokumentenvorschau. Beim Prozessmodus unterscheiden wir in Klassisch, was auch die Default-Auswahl ist, und Multi, sowie Vor-Ort-Unterschrift. Im klassischen Modus unterzeichnen alle Beteiligten dasselbe Dokument, auf dem am Schluss alle Unterschriften zu finden sind. Bei der Definition der Signer kann ausgewählt werden, ob es mehrere Sequenzen geben soll. Werden mehrere Sequenzen definiert, werden die jeweiligen Signer einer Sequenz zur Unterschrift eingeladen. Die einzelnen Sequenzen werden nacheinander abgearbeitet. Im Modus Multi gibt es nur Prozesse auf der Basis desselben PDF-Dokuments. Es kann je Prozess wieder verschiedene Signer in unterschiedlichen Sequenzen geben. Bei der Vor-Ort-Unterschrift entsteht ein Arbeitsvorrat, der dann im Gespräch abgearbeitet werden kann. Es werden keine Einladungen zur Unterschrift vom System versendet. Wie ein Multiprozess oder eine Vor-Ort-Unterschrift initiiert werden, stellen wir in einem separaten Video vor. In den Prozessdetails kann optional eine Vorgangsbezeichnung angegeben werden. Ein Unterschriftsprotokoll kann wahlweise am Anfang oder Ende des Dokuments hinzugefügt oder auch weggelassen werden. Die Sprachauswahl für das Ergebnisprotokoll, was am Ende an alle im Prozess Beteiligten versendet wird, ist default mit der Systemsprache des Users gesetzt. Optional kann zwischen den verfügbaren Sprachen, aktuell Deutsch und Englisch, gewählt werden. Außerdem kann ein Passwort gewählt werden, über das das finale Ergebnisprotokoll beim E-Mail-Versand geschützt wird. Die Änderungen in den Prozessdetails werden mit Speichern bestätigt. Die erweiterten Einstellungen bieten Möglichkeiten der Prozessgestaltung. Der Einladungstext kann hier individualisiert werden. Ansonsten wird der hinterlegte Standardtext versendet. Die Möglichkeiten der Anpassung von Systemnachrichten stellen wir in einem separaten Video vor. Der für den aktuellen Prozess angepasste Text kann durch Platzhalter wie dem Namen des Prozessinitiierenden mit Informationen aus dem Prozess persönlich gestaltet werden. Sollte das Dokument vor Unterzeichnung von jemandem genehmigt werden müssen, kann dies unter Prozessfreigabe eingestellt werden. Hier werden Name und Mailadresse oder Handynummer des Freigebers angegeben, sowie die Intervalle, nach denen die nächste Erinnerungsbenachrichtigung zur Freigabe erfolgt. Mit dem Button Freigeber hinzufügen werden die Daten in die Liste der Freigeber übernommen. Es kann kein, ein oder mehrere Freigeber je Prozess eingestellt werden. In der Liste der Freigeber kann außerdem ausgewählt werden, ob auch der Freigeber das Dokument unterzeichnet. Hier können über das Stiftsymbol Änderungen an den Freigebern vorgenommen werden oder über das Löschen-Symbol Freigeber wieder aus der Liste entfernt werden. Gibt es mehr als einen Freigebenden, ist über den Freigabemodus zu entscheiden, beispielsweise ob es ausreichend ist, dass einer der Freigebenden das Dokument bestätigt oder ob alle definierten Freigebenden die Freigabe erteilen müssen. Ähnlich wie die Angabe der Prozessfreigeber funktioniert auch die Angabe der Prozessbeobachter, mit dem Unterschied, dass diese im Prozess keine aktive Rolle einnehmen, sondern lediglich über Ereignisse im Prozess informiert werden. Beispielsweise, dass Signer A unterschrieben oder Signer B die Unterschrift abgelehnt hat. Nach Eingabe der Informationen wird der Prozessbeobachter über den Button Hinzufügen zur Liste hinzugefügt. In der Liste kann dann ausgewählt werden, ob die einzelnen Prozessbeobachter ebenfalls das Dokument zum Prozessabschluss erhalten sollen, es können Änderungen vorgenommen oder Beobachter wieder aus der Liste gelöscht werden. Um eine Frist für den Gesamtprozess zu setzen, kann ein Datum und eine Uhrzeit gewählt werden. Diese Frist gilt für alle Signer gleichermaßen. Bis zu dem gesetzten Zeitpunkt muss der Prozess abgeschlossen sein oder er wird storniert. Möchte man einzelnen Unterzeichnenden eine Frist für die Unterschrift setzen, kann man dies an den Daten des jeweiligen Signers tun. Hat der Prozess eine Frist, darf die Frist des Einzelnen nicht über diesen Zeitpunkt hinausgehen. Sobald alle gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, geht es weiter zur Definition der Signer. Welche Einstellungsmöglichkeiten es im Einzelnen zu den Signern gibt, stellen wir in einem separaten Video vor.